Welcome to Kelp Meets Hybrid. Automation Talks powered by Xoap. Ich bin Mario und ich bringe euch hybride IT, Multicloud Deployments und Automatisierung näher. Kompakt, praxisnah und auf den Punkt. Wie ihr hören könnt, ist die heutige Episode auf Deutsch und heute geht es um ein Thema, was viele von euch wahrscheinlich schon mal gehört haben. Application Delivery. Klingt langweilig, oder? Ist es aber nicht. Das ist wahrscheinlich die am meisten unterschätzte Disziplin in der IT. Und genau der Punkt, an dem die meisten Workplace-Projekte entweder erfolgreich werden oder, ich will nicht sagen ganz leise, scheitern, aber vor großen Herausforderungen stehen. Und um da gemeinsam reinzugehen, habe ich heute einen tollen Gast dabei. Jens von Ceterion ist bei mir. Jens lebt und atmet Application Delivery, hybride Umgebungen, komplexe Kundensetups, das ganze Spektrum. Jens, schön, dass du da bist. Danke, Mario, für die Einladung. Gerne. Bevor wir einsteigen, gib den Hörern doch kurz einen Einblick. Wer bist du und was machst du bei der Ceterion und wer ist die Ceterion? Ja, sehr gerne, Mario. Mein Name ist Jens Miltenberger. Ich bin seit Mitte, Ende der 90er im IT-Umfeld unterwegs. Ursprünglich komme ich aus der Entwicklung und dem Bereich Organisationsprogrammierung im ERP-Umfeld. Eigentlich ganz weit weg von der Application Delivery. Das war so der erste Einstieg nach meiner Bundeswehrzeit. Und das Ganze hat noch viel früher angefangen bei mir, seinerzeit 11, 12, 13, C64, Amiga, Sprung hin zu den ersten x86-System und Themen damals auch schon digitale Kommunikation, damals noch klassisch über Modems und Mailboxen. Und beruflich ging es dann eben aus diesem ERP-Umfeld, Fokus Unix, Linux, AIX, die Jahrtausendumstellung habe ich mitgemacht, die Euro-Umstellung war da auch noch mit dabei, später Richtung Virtualisierung und Workplace-Management im Enterprise-Umfeld. Und da liegt die letzten Jahre liegt da mein Fokus, Jahre, vielleicht auch schon Jahrzehnte, wenn ich so mal grübel, sind schon ein paar ganz schön viele Kerben, die ich in die Tischplatte ritzen kann, wo ich mich mit dem Thema Application Lifecycle und Deployment beschäftige. Und da liegt genau mein Fokus eben auf die Frage, wie man solche Prozesse strukturiert, skalierbar aufsetzen kann. Ja, und aktuell bin ich bei der Ceterion beschäftigt und beschäftige mich genau mit diesen Themen im Projektumfeld. Ja, sehr gut. Also stehst du auf Komplexität von ERP bei Linux bis heute? Ja. Das war so mein Schwenk von Unix hin zu Windows. Ja, seinerzeit mit Webshop-Systemen hat so meine Hassliebe angefangen. Ich drück's einfach mal so aus. Ja, und letztendlich all about the applications. Ich kann noch so eine tolle Infrastruktur aufbauen. Wenn der End-User seine Applikation nicht starten kann, dann kann das Infrastrukturdesign noch so top sein. Ist was dran. Bevor wir weiter in die Tiefe gehen, so ein typischer Tag bei dir aus? Mit wem arbeitest du zusammen? An welchen Themen arbeitest du? Und was ist so dein Fokus? Ja. Wechselt. Sehr, sehr dynamisch, wie Applikationen im Wandel. Ja. Es geht morgens los, E-Mails checken, erste Jurfix-Termine, je nachdem, welche Projektaktivität ansteht. Abstimmungen mit dem Team, mit dem Kunden, aber auch so Themen wie ein Review der aktuellen Entwicklung unserer Frameworks. Was machen wir noch mit rein? Was kommt noch mit dazu? Aber letztendlich doch sehr viel Projektarbeit mit dem Kunden zusammen, im Sinne des Kunden. Ja, spannend. Wenn du jetzt jemanden außerhalb der IT fragst, der geht tatsächlich davon aus, ja, du drückst auf einen Knopf, ja, und das Thema ist gelöst, die App ist da und nichts ist zu machen, das ist ja nur eine Applikation, aber am Ende des Tages sieht die Realität doch etwas anders aus. Wenn du jemanden erklären würdest, außerhalb, ja, jetzt kein System Administrator oder ein Engineer, außerhalb der IT, warum App Delivery oder Application Delivery in 2026 noch so kompliziert ist, was würdest du ihm sagen? Warum es noch so kompliziert ist, Mann. Also idealerweise sollte es für den Anwender, der keinen tiefen Einblick in die IT hat, gar nicht kompliziert sein.
Das ist ja auch den Change, den wir die letzten 10 Jahre hatten. Vielleicht 10 Jahre. Weil, Guter Punkt. ja, weil früher war es so, auch die IT-Mitarbeiter hatten noch sehr fundiertes Basis-Know-how, Mindset. Und heute, wenn man frisch vom Studium kommt, man ist ja die Consumeration of Applications. Ja, ich gucke mir einen App Store an, ich klicke da drauf, die App soll funktionieren. Und das ist auch das, worauf es ankommt. Der ganze Overhead hinten dran ist komplex. Klar, ich habe einen Intune. Ja, ich habe vielleicht ein SCCM, irgendwelche andere Derivate, Applikationen, die paketiert werden müssen, Release-Zyklen, Security-Updates für ein Evergreen wie Chrome beispielsweise. Das kann man gar nicht in 3, 4 Sätzen einem Endanwender nahebringen. Es ist doch sehr komplex, spannend und dynamisch. Mhm. Und es wird immer dynamischer. Das stimmt, das stimmt. Das ist eine kleine Überleitung dann, wenn wir die letzten 10 Jahre dann betrachten. Ja, also Stichwort vielleicht Paketformate. Was hat sich geändert von MSI, MSIX, AppV, Win32, Store-Apps und was nicht alles so kommt? Wie siehst du das oder was siehst du am häufigsten und was würdest du sagen, ich sag mal vorsichtig, ist tot und was lebt noch? Totgesagte leben meist länger als gedacht. Ja, weil wenn ich mir so die Windows 32 Apps anschaue im Business-Umfeld, kann man teilweise mit AppV oder MSIX zusammenpacken, manchmal auch nicht. Ja, Abhängigkeiten von Applikationen, wenn ich so das klassische SAP mit den Plugins sehe, da bin ich auch leidgeprüft von, ja, im Unternehmen. Schwierig, ja. Klar, es gibt die neuen Technologien mit App-Layering, alles wunderbar. Aber die Frage ist auch, wie kann ich das Ganze prozessual sauber gestalten, um ein Release-Management hinzubekommen, das auch zu leben ist, wo auch die Engineers nicht abgehängt waren. Ja, oder auch die Application Owner, ist ja auch ein wichtiger Punkt. Insbesondere in Enterprise-Umgebung. Definitiv, das ist auf jeden Fall ein Punkt, weil die Application Owners sind manchmal heutzutage auch gar nicht mehr so technisch drin, ne? Sondern die haben die Verantwortung für die Applications. Aber unter der Haube verstehen sie nicht wirklich, was passiert. Müssen sie auch nicht. Nein. Aber die Herausforderung ist da. Ja, wenn wir diese Vielfalt der Pakete auch sehen, sehen wir auch eine Vielfalt an Tools, ja, Lösungen von STCM, wie EPM, Intune, ja, und vieles mehr. Viele Kunden suchen sich die Tools gar nicht selber aus und sie kommen aufgrund von Lizenzierungen oder historisch gewachsen, weil wir das schon immer so machen. Dann kommen Tools oder Softwarelösungen End-of-Life-Stadium. Wie kommt diese Toolvielfalt zustande? Wir sagen nicht alle, wir machen einfach Intune. Ja, das war's. Ja, weil das ist doch am einfachsten für uns. Vielleicht am einfachsten, auf den ersten Blick. Sorry, deine Frage nochmal, Mario. Das ist ein guter Punkt. Es sieht am einfachsten auf dem ersten Blick. Du kannst da gerne, warum auf dem ersten Blick und wie setzt sich diese Toolvielfalt zusammen und was siehst du auf dem Markt? Wie sieht die Bewegung der ganzen Produkte und Lösungen aus? Also die Wahrnehmung, die ich persönlich ganz klar habe, ich habe das Thema Intune, das wird in den Markt gedrückt von der Microsoft, muss man ganz klar so sagen. Es gibt das Thema MECM, SCCM, ich behaupte jetzt mal einfach nahezu Feature Complete, es gibt immer noch ein paar Erweiterungen, aber der Fokus geht ja ganz klar in Richtung Intune seitens Microsoft. Ja. In Theo gab es seinerzeit mal DSM, wurde irgendwann von Ivanti einverleiht, so nenne ich es einfach mal, da steht auch ein End of Life an. Natürlich mit einer sehr proprietären Lösung. Applikationen, Pakete sind nur im DSM-Kosmos lauffähig. Da muss man sich überlegen, wie kommt man da raus. Ja, Matrix 42 mit einem eigenen proprietären Format. Und da will ich ganz kurz ein bisschen Werbung machen. Das ist unser Ansatz, wo wir sagen, hey, wir haben One Package Fits All. Egal, welches Deployment-Verfahren eingesetzt wird, unsere Pakete, die von uns erstellten Pakete oder die mit dem Standardverfahren erstellten Pakete, sollten nach Möglichkeit in allen Verfahren generisch lauffähig sein. Ein guter Punkt. Ein guter Punkt. Insbesondere auch, um einen Investitionsschutz fürs Unternehmen zu gewährleisten. Ja, wenn man sich vorstellt, ich habe Projekte erlebt, auf den ersten Blick fantastisch. Ja, die Applikationen haben funktioniert, Paketierung auch.
Und wenn man einen tieferen Blick reingebracht hat in die Application Packages, hat man gesehen, oh, der eine hat noch Bash-Skripte genommen, soll es auch noch geben, ja. Da gibt's noch C-Script, der andere hat PowerShell, ja. Und jeder hat auf seine Art und Weise die Herausforderung exzellent umgesetzt. Technisch funktional. Nur dieser Wildwuchs, auch wenn der eine macht ein Login hierhin, ein Login dahin, ja, die Reproduzierbarkeit, Pakete funktionsfähig, nur was ist, wenn der eine Mitarbeiter nicht mehr verfügbar ist? Oder die Mitarbeiter? Ja, der wichtige Punkt ist Reproduzierbarkeit in allen Ebenen. Sei es jetzt von der infrastrukturellen Seite oder eben von der Application Packaging Seite. Kann ich genauso unterschreiben. Wenn wir jetzt sagen, du hast jetzt ganz viele unterschiedliche Produkte genannt, jetzt kommen die Kunden in eine Situation, sei es ein End of Life, sei es eine Lizenzverlängerung, ja. Was siehst du, was passiert auf dem Markt? Wie agieren die Kunden? Was ist denen wichtig, wenn sie weg von einer Lösung gehen, zu einer anderen gehen? Oder wie würdest du sie beraten, den richtigen Schritt zu gehen in eine richtige Richtung? Der klassische Weg sind Lizenzverträge. Beispielsweise Microsoft mit dem Empowerment. Dann wird eben das Standardverfahren Microsoft eingesetzt. Als Beispiel. Ja, ist durchaus sinnvoll. Denn auch Expertise am Markt durch externe Mitarbeiter, durch Fortbildungsmöglichkeiten ist vorhanden. Aber das sind eben die Verteilverfahren, die die Applikation ausprägen können. Da muss man sich überlegen, wie nutze ich denn Store-Funktionalitäten? Ja, als Beispiel denn den Microsoft App Store, der auf jedem Windows vorhanden ist. Auch eine wunderbare Lösung. Ja, der Mitarbeiter kann dann per Default einfach irgendwelche Apps installieren. Klasse. Ja, da muss man sich auch wieder Gedanken machen, wie kann ich diesen lokalen App Store aushebeln auf dem Windows 11 Device und die Store-Apps vielleicht doch bereitstellen. Das sind lauter so Facetten, die man im Application Mix berücksichtigen muss, Mario. Ja, definitiv. Und dann ist eine super Überleitung jetzt zum nächsten Thema. Stores, Intune, Legacy-Plattformen. Ja, aber die Welt wird immer komplexer. Ja, wir haben einen hohen Remote-Anteil mittlerweile, der auch wieder zurückgeht teilweise. Aber eins bleibt sicher, wir werden hybride Umgebungen haben. Und diese ganz wegzuschaffen, ja, Cloud-only, ja, wir bringen alles in die Cloud, alles muss dort sein, ist nicht so einfach. Ja, Kunden scheitern daran, vielleicht nicht nur aus technischer Sicht, sondern vielleicht auch aus Legacy-Sicht oder aus politischer Sicht. Was siehst du tatsächlich bei den Kunden? Wie viele sind tatsächlich vollständig in der Cloud oder wie viele gehen wieder zurück vielleicht? Also ich muss ganz ehrlich die Frage beantworten, da eingehen, unser Kundenumfeld ist nicht vollumfänglich in der Cloud. Das ist ein hybrider Ansatz, ja. Der Cloud-PC, Windows 365 von Microsoft, echt cool, Azure Virtual Desktop, auch super, ja. Aber trotz allem wird es noch lokale Endgeräte geben, ja. Insbesondere wenn man betrachtet, Backend-Systeme, die vielleicht noch on-prem stehen, Datenbanksysteme, wird es teilweise schwierig, über die Cloud anzubinden. Aber man darf ja nicht den monetären Faktor vergessen, denn auch die Cloud ist not for free. Ja. Und was wir aktuell auch öfters, was uns über den Weg läuft, sind neuen Software-Repositories wie Chocolatey oder Winget. Echt cool. Winget wird von Microsoft mitgeliefert. Ich kann Winget, 7-Zip, whatever und bekomme dann die dementsprechende Version auf mein Endgerät. Ist cool. Kann ich auch nutzen, um direkt nach Intune einzuchecken. Ist auch cool. Aber wie mache ich ein Release-Management? Ja, denn die Winget-Version, die 7-Zip-Version oder Notepad-Version oder whatever, lade ich mir in einer bestimmten Version runter. 4 Wochen später ist die vielleicht gar nicht mehr bei Winget verfügbar. Also auch da muss man sich Gedanken machen, den Prozess sauber aussetzen. Wie nutze ich diese exzellenten Möglichkeiten mit Winget, Chocolatey, sonstigen Libraries, meine Sourcen, meine Logik zu konsumieren und die dann für mein Unternehmen in sauberes Release-Management zu verpacken. Damit machst du schon eine sehr gute Überleitung an den nächsten Punkt. Das gefällt mir, ja, als ob wir abgestimmt wären. Aber Ich nochmal. muss zugeben, wir waren es nicht.
Ja, wir waren es tatsächlich nicht, ja. Die Frage kam sogar heute Morgen auf. Hast du eine Agenda für mich? Nein, die arbeiten wir hier zusammen aus. Sehr gut. Ähm, aber das Thema hybride IT-Komplexität ist da. Die siehst du auch. Workplaces, es ist nicht mehr nur ein Notebook. Es kommt, du hast es vorhin gesagt, mal ein Azure Virtual Desktop. Dann gibt's diesen Cloud PC. Dann gibt's immer noch Citrix-Infrastrukturen und virtuelle Desktops laufen. Remote Desktop Session Hosts von Microsoft, von Omnissa etc. Ja, ähm, also die Komplexität ist da und wir müssen darauf achten, dass wir eine saubere Application Delivery Chain haben über diese ganzen Plattformen, Umgebungen hinweg, so dass nicht jede Abteilung ihr eigenes Süppchen kocht, sondern dass wir Standards und Prozesse schaffen. Ähm, Jetzt frage ich dich mal die optimistische Version, wenn Application Delivery gut gemacht wird. Wie sieht das aus? Woran erkennt man gute Application Delivery in der Praxis? Oder ist es eher ein Tooling oder mehr ein Organisationsthema? Es geht los mit Standards. Standards innerhalb der Fachbereiche, die eben für die für die Paketierungserstellung zuständig sind im Enterprise-Umfeld. Wir nennen das Ganze Paketierungsrichtlinie. Ja, in welchem Standard ist ein Paket zu erstellen? Wie erfolgt ein Discovery durch Software-Deployment-Verfahren? Ähm, welche Standardfunktionen, die wir benötigen im Unternehmen, werden vielleicht im Vorfeld integriert? Die Namenskonvention. Ja. Wenn man überlegt, eine Transition irgendwie Nearshoring, Offshoring Richtung asiatischen Umfeld durchzuführen, und auch wenn die Standards definiert sind, kann man da wunderbar skalieren, nur die müssen definiert sein. Das Thema Einlieferungsdokumentation oder Einlieferung von Sourcen und das Nachhalten der Versionierung, damit geht's los. Wenn wir die Basis nicht schaffen, wird schwierig. Dann können die nachgelagerten Prozesse noch so gut gestaltet sein. Shit in, shit out. Sorry. Ist richtig, ist richtig. Ist eine super Zusammenfassung und das trifft es auch auf den Punkt. Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Was verändert sich tatsächlich? Wo geht die Reise in den nächsten, ja, man darf nicht zu weit schauen, weil das ist schwierig zu beantworten, aber wo geht die Reise in den nächsten 2, vielleicht 3 Jahren hin? Ja, Identität als Anker, deklarative Modelle, Self-Services. Was davon ist Realität und was ist noch weit weg? Aber man darf auch den Aspekt digitale Souveränität nicht so weit wegschaffen, Mario. Es liegt ja momentan in aller Munde. Ja? Die erste Initiative war ja immer, hey, Cloud-First-Ansatz, Cloud-First-Approach. Und seit so 2 Jahren kommt immer wieder mal das Thema rein, hey, digitale Souveränität, was machen wir, wenn die zentralen Services nicht verfügbar sind? Und wie kann man gegebenenfalls ein Multi-Cloud-Umfeld aufbauen? Das hat ja mit Xopia wunderbar unterwegs in dem Bereich, ja, auch die On-Prem und verschiedenen Cloud-Szenarien, die er ansetzt. Ähm, ja, also wo geht's hin? Das ist eine sehr spannende Frage. Klar, es gibt Unternehmen, die sagen, hey, Cloud First, definieren einen präferierten Hyperscaler, Provider. Aha. Aber letztendlich die Applications müssen folgen. Und du musst dahin folgen, wo der Need ist. Ob es jetzt Provider A, B, C, D ist oder On-Prem. Ob jetzt da auf dem lokalen Endgerät oder auf dem Virtual Desktop. It's all about the applications. Und es ist meist weniger ein Tooling-Problem, eher ein Prozess- und Strukturthema. Das ist richtig. Damit beantwortest du auch die vorherige Frage auf den Punkt. Das sehen wir auch so, dass es wirklich ein Organisationsproblem ist. Und dann kommen natürlich auch die Fachabteilungen mit ihrer Spezialsoftware. Die wird es, ich sag nicht immer, aber noch lange, lange geben. Hey, Mario, seinerzeit war Java das Allheilsmittel. Alles wurde auf Java gepackt. Java ist dann Web Applications. Alles auf Web Applications. Hey, ist auch cool. Ja, aber Win32 ist nach wie vor noch existent. Ist richtig. Ja,
Jetzt, da wir viel über die Zukunft reden, muss ich die Frage stellen, ja. KI. Alle packen KI irgendwo rein. Alles auf KI, alles mit KI. Und ich will von dir mal eine ehrliche Einschätzung. Wo hilft dir KI bei der Application Delivery tatsächlich? Und wo ist es deiner Meinung nach Marketing, Gew- Gewusel, Gerede? Also, ganz ehrlich, da ist ganz viel Marketing dabei, Mario. Wenn ich mein Facebook aufmache, ich bin in so ein paar Facebook-Gruppen drin zu OpenAI, Cloud, OpenClaw, was da momentan so alles am rumwuselt. Das ist echt cool, was da alles steht. Ja, also, das ist ganz viel Marketing, ganz viel Geschwupper. Aber wir kommen da nicht mehr dran vorbei. Ja, ich habe vor 2 Jahren hatte ich mich initial damit auseinandergesetzt. PowerShell. Microsoft PowerShell, Coding mit KI. Das war cool. Das Ding hat mir Commands rausgespuckt, die gab's noch gar nicht. Also, das war sehr, sehr einfallsreich, ja. Hat schon so ein bisschen so, ja, ach, du hast recht. So mir wird ja gebauchpinselt von der KI, ja. Man hat ja immer recht und sie passt sich ja immer dem Gegenüber an. Aber wir kommen an KI nicht mehr vorbei, Mario, ja. Wenn man sich Claude Mythos anschaut, ja, kein Public Preview, nur Closed, ja. Ähm, wenn ich mir die neue Version von Codex anschaue, von OpenAI, Wahnsinn, ja. Oder Claude Code, ja, oder die Assistants, die man baut. Äh, neulich habe ich für eins unserer Komponenten, der Entwickler war gerade in Urlaub, was waren denn nochmal die Pre-Requirements für den Service? Wirklich geliefert, ja. Ein, in Azure DevOps kann man das super einbauen, um mal den Code reviewen zu lassen, ja. Also ich würd jetzt die KI nicht loslaufen lassen, so wie einige Influencer, bau mir alles, ohne das Ding zu reviewen. Ja? Aber auch mit dem Thema KI im Packaging beschäftigen wir uns natürlich auch. Ja? Auch die ähm, Skills zu bauen, die Applikation nach den Unternehmenskonventionen reviewen, prüfen und vielleicht erstellen auf Basis von definierten Eingabeparametern. Ja, wir kommen an KI nicht mehr vorbei. Was würdest du oder wie siehst du das Risiko dann für jüngere Admins, die zu sehr auf KI vertrauen, und was wäre dein Tipp für die? Alles hinterfragen. Ja? Und vielleicht doch mal mit mehr als einer KI zu arbeiten. Und die KI gegen die KI zu challengen. Ja? Weil ähm, die KI wird uns in den nächsten Jahren ein wahnsinnig hilfreiches Werkzeug sein. Ja? Wenn wir uns den demografischen Wandel anschauen. Ja? Ich kenne viele Mitarbeiter in Kundenprojekten, die gehen jetzt auch so langsam auf die 55, 60, 63 zu. Okay, wer macht es dann, wenn die nicht mehr da sind? Und da sehe ich ganz klar, Jüngere, die einsteigen, die vielleicht durch eine KI unterstützt werden müssen in ihrer Tätigkeit. Denn so 0815-Tasks, das braucht kein Mitarbeiter machen, das kann eine KI machen. Richtig. Sehr gut. Jens, wir kommen so langsam zum Ende, ja, weil du vorhin Xope auch erwähnt hast. Ja, wir haben ja so für die Community nochmal eure Packaging-Lösungen, eure Pakete sind jetzt mit dem neuesten Release auch bei uns integrierbar. Das werden wir natürlich die nächsten Tage nochmal an alle announcen, aber so viel zu natürlich ähm, Unabhängigkeit, Verfügbarkeit in allen Produkten. Somit habt ihr jetzt eine weitere Lösung, wo euer Produkt natürlich auch läuft, eure Softwarepakete laufen. Es ist wundervoll und uns freut es, dass wir da die Partnerschaft auch sehen. Aber jetzt die letzte Frage dann an dich. Was ist dein Rat an jemanden, der gerade auf sein Application Delivery schaut und sich etwas überfordert fühlt, wo die Reise hingeht und wie er das strategisch richtig aufbaut? Ganz kurz und knapp. Ganz kurz und knapp. Ja, letztendlich geht's ja nie um Packaging.
oder Tools und Werkzeuge, sondern darum, ob die Prozesse wirklich reproduzierbar und strukturiert sind, ob die funktionieren. Ja, und wenn das passt, kann man viel drauf aufbauen. Ansonsten wird es langfristig schwierig, egal mit welcher Technologie. Ja, und natürlich unterstützen wir sehr gerne im Transition und bei der Umsetzung solchartiger Projekte nachher. Wundervoller Schlusssatz, ja. Jens, danke dir, dass du da warst. Ich glaube, viele, die zuhören, werden sich in dem Gespräch wiedererkennen und hoffentlich was Nützliches mitnehmen. Danke dir. Danke mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, schaut euch die Beschreibung an. Dort habe ich alle Infos zusammengestellt und wenn ihr möchtet, dass ich nächste Woche ein bestimmtes Thema behandle, kontaktiert mich auf LinkedIn oder schreibt mir eine Nachricht. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.